Der Reisexpress kam schon am Donnerstag, um die für Sonntag bestellten 2,5 Tonnen Reis anzuliefern. Wie immer mussten die Sklaven die schweren Säcke durch das Lokal schleppen und stapeln. Sie hatten gehofft, dass Tangma und Palit ihnen wieder die Hälfte der Knochenarbeit abnehmen würden. Da aber Tangma noch nicht von der Schule zurück war, hatte Rambo keinen rechten Partner zum Transport der schweren Säcke. Er half dann aber beim Stapeln und mühte sich redlich ab. Als die Stapel dann zu hoch für ihn wurden, machte er sich nützlich, indem er den Sklaven zeigte, wo sie die Säcke abzuladen hatten. Das ist ja auch eine große Hilfe. Da brauchten die nicht selbst drüber nachzudenken. Rambo ist zufrieden. Der Reiseinkauf ist schon mal geregelt. Und morgen kommen dann die Eier. Aber das ist die leichteste Übung, dafür wird er nicht gebraucht. Da kann er sich wichtigeren Dingen widmen. Am Samstag war dann wieder Eintüten von Reis- und Eierportionen angesagt. Da waren weder Tangma noch Rambo verfügbar. Aber der Bär ist Fachmann dafür und hat die Sache gut im Griff. Die Reis- und Eiercrews sind einfach super zuverlässig. Und so ist alles für den Sonntag bereit, der ja routinemäßig schon im Dunkeln beginnt, sich diesmal aber etwas verzögert hat. Deshalb müssen die Wartenden sich eine Dreiviertelstunde länger gedulden als gewohnt. Als es dann endlich losgeht, ist die Nebenstraße wieder mit Wartenden in endlosen Reihen gefüllt. Beim Weckruf erhebt man sich, rollt die Bastmatte ein und nimmt seinen Platz in der Schlange ein.
Und dann ID-Karten auf den Tisch, registrieren lassen, Armstempeln lassen und ab in den vorderen Warteraum, wo man es sich dann wieder so bequem wie möglich macht. Am Registriertisch schiebt sich der Strom langsam vorbei. Nur hin und wieder müssen die Ordner per Handzeichen eingreifen oder per Lautsprecher Anweisungen geben, damit der Betrieb möglichst ungestört abläuft. Aber die Menge ist geduldig und versucht alles richtig zu machen. Klar, die meisten erscheinen ja jeden Sonntag, um sich ihre Wochenration abzuholen. Tangma und Palit ziehen wieder mit Prop los, um den Kindern eine kleine Freude zu machen. Die warten ja schon auf den Bonbon-Express. Und vor dem Registriertisch wird die Schlange kürzer, während die Menge der Wartenden vor dem Lokal zunimmt. Ein paar clevere Straßenhändler nutzen die Menschenmenge inzwischen, um ihre Produkte zu vermarkten. Aber obwohl die Qualität ihrer Ware gut und die Preise sehr moderat sind, machen sie wenig Geschäft. Klar, wer stundenlang für einen Beutel Reis und ein Dutzend Eier im Dunkeln wartet, hat nicht viel Geld über, um sich eben eine Erfrischung zu kaufen. Aber ein paar Kunden fallen trotzdem ab. Die letzten sind erfasst, alles ist vorbereitet und vor dem Lokal werden die Ausgabetische aufgebaut und bestückt.
Die Enkel kontrollieren noch einmal, ob alles in Ordnung ist, und dann geht es endlich los. Die Empfänger nehmen ihre Ration in Empfang, die Polizei stellt sicher, dass es keine Unfälle gibt und sorgt für Ordnung, und die Dinge nehmen ihren gewohnten Lauf. Palit und Tangma rackern sich wieder ab, um den Nachschub am Laufen zu halten. Sie sind heute aber kräftemäßig nicht so gut drauf wie sonst. Das hält sie allerdings nicht davon ab, ihre Pflicht zu tun. Und an der Front vor dem Lokal rackern sich die Coroneros ab, um alle Wartenden mit ihrer Ration zu versorgen. Beim Abschlussfoto mit der Polizei stellt sich dann heraus, dass diese gerne Rambo abwerben würden, weil sie so einen Haut drauf in ihren Reihen gut gebrauchen könnten. Naja, es wird langsam Zeit, sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern, also wird der Wagen beladen und los geht's.
Das Elend ist präsent wie immer und Neuzugänge sind auf dem Sektor auch nicht ungewöhnlich, so wie dieses ältere Ehepaar, er arbeitslos wie so viele hier und seine Frau leidet unter den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Die Großfamilie meldet auch Land unter. Sie hatten ihre Notunterkunft kostenlos auf dem Grund eines schönen Hauses aufgeschlagen, das sie dafür im Gegenzug für den nicht anwesenden Besitzer verwalteten. Der hat jetzt verkauft und die ganze Sippe hat keine Bleibe mehr. Sie und auch wir suchen verzweifelt nach einer neuen Stelle, wo sie ihre Wellblechhütten aufbauen können. Ihr könnt mir glauben, langweilig wird es bei der Corona-Gang selten, denn Katastrophen gibt es häufig genug, wäre ja sonst auch langweilig. Allerdings wünschen wir Coroneros uns sehr, dass es mal wieder richtig langweilig wird. So neigt sich der letzte Tag des Januars dem Ende entgegen und die Corona-Gang hofft wie immer, dass der Albtraum bald ein Ende findet. Bitte bleibt gesund und verliert nicht den Mut, eure Corona-Gang.